Das hier ist Christoph und das hier ist seine Kollegin Laura. Beide teilen sich seit ungefähr 4 Monaten ein Büro und darin gibt es richtig Zoff. Vielleicht ahnt ihr es schon bei den Fotos. Christoph ist ein richtiger Frischluftfanatiker. Laura hat es gerne auch im Büro möglichst warm und kuschelig. Und so streiten sich die beiden die ganze Zeit schon über die richtige Bürotemperatur. Christoph geht das langsam so richtig auf die Nerven. Und er hat sich überlegt, er will das Problem jetzt richtig konstruktiv und professionell angehen und hat in einem Newsletter etwas von der sogenannten Grit-Methode nach Charles Osgood gelesen. Die will er jetzt anwenden. Und so geht er am nächsten Tag auf Laura zu und sagt ihr: Hör mal Laura, ich habe mir überlegt, ich komme jetzt einfach immer ganz konsequent in Zwiebelkleidung. Dann kann ich tatsächlich, wenn mir hier zu warm wird, immer einen Pullover oder ein Sweatshirt ausziehen. Vielleicht hast du ja auch eine Idee, wie du auf mich zukommen kannst. Ich werde mir auch noch weiter was überlegen. Das war also schon sein zweites Zugeständnis. Und ganz unabhängig davon, wie Laura jetzt reagiert hat, ob sie grummelig war, ob sie irgendwas Negatives gesagt hat, Christoph hat verstanden, bei der Grit-Methode geht es auch noch um ein drittes Zugeständnis. Und so kommt er am nächsten Morgen ins Büro und sagt zu Laura: Du hör mal, ich habe mir wirklich noch was Neues einfallen lassen. Ich werde ab sofort nur noch morgens, bevor du kommst, und mittags in der Pause jeweils 5 Minuten kräftig lüften und stell mir dafür den Timer, damit ich auch wirklich nicht vergesse, das Fenster wieder zu schließen, sodass wir hier auf jeden Fall nicht erfrieren. Und spätestens dann, das zeigt die Forschung über die Grit-Methode, übrigens eine aus der internationalen Diplomatie, kommt auch die zweite Seite, die Gegenseite in Bewegung. Um in unserem Beispiel zu bleiben, kann es gut sein, dass Laura jetzt hier sagt: Weißt du, Christoph, dann mache ich auch mal was. Ich habe mir überlegt, ich könnte es ab sofort mal statt bisher 25 Grad nur mit 21 Grad probieren. Vielleicht reicht mir das ja doch. Wer mehr über diese Grit-Methode erfahren möchte, kann das gerne tun, zum Beispiel auch in meinem Buch Von Blitz und Donner, 112 Lösungen für Konflikte im Job, das ihr gleich gerne auch hier über diesen QR-Code bestellen könnt, sei es als E-Book oder als Paper-Version. Feel free! Ich wünsche euch jedenfalls in Konfliktsituationen, egal ob ihr die Grit-Methode nutzt oder andere, ganz viel Erfolg und eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen!